Lektion 1: Flughafensicherheit. Wir warten am Gate, bis unser Flug aufgerufen wird. Und es ist immer ein interessantes Erlebnis. Unbedingt. Die Vorfreude steigt, als wir beobachten, wie andere Passagiere in das Flugzeug steigen. Ja, und durch die Sicherheitskontrolle zu gehen, kann an sich schon ein ziemliches Abenteuer sein. Das kann es wirklich. Während dieses Prozesses verspüre ich immer eine Mischung aus Aufregung und Angst. Genau. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Dinge bereit haben, können Sie Stress abbauen. Ganz gewiss. Ich überprüfe immer meine Bordkarte und meinen Ausweis, bevor ich zum Gate gehe. Das ist klug. Das spart viel Zeit und Ärger, wenn Sie am Flughafen sind. Außerdem haben Sie mehr Zeit, um sich zu entspannen und einen Snack zu genießen, während Sie warten. Ja, ich liebe es, Leute am Flughafen zu beobachten. Es gibt so viele interessante Reisende. Lektion 2: Filmreferenzen. 2 kleine britische Kinder tauchen in dem Film auf und sie erobern wirklich die Herzen des Publikums. Ja, und Julie spielte auch in vielen anderen Filmen mit, wie The Amerikanisation of Emily. Das ist ein Klassiker. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese frühen Rollen ihre Karriere geprägt haben. Unbedingt. Sie hat ihren Charakteren so viel Tiefe verliehen, dass sie nachvollziehbar und einprägsam sind. Ich finde es beeindruckend, wie Kinderschauspieler in jungen Jahren solche Emotionen vermitteln können. Ja, es erfordert viel Talent und Reife, um diese Rollen effektiv zu bewältigen. Ich frage mich, wie sie so früh im Leben mit dem Druck des Ruhms umgehen. Es muss eine Herausforderung sein, aber es eröffnet ihnen auch erstaunliche Möglichkeiten. Schauen wir uns mehr von ihren Filmen an. Ich würde gerne ihre Bandbreite als Schauspielerin sehen. Lektion 3: Korruptionsprobleme. Korruption kann die Fähigkeit eines Unternehmens, mit anderen in der Branche zu konkurrieren, wirklich untergraben. Das ist ein ernstes Problem. Es betrifft nicht nur das Unternehmen, sondern auch die gesamte Wirtschaft. Genau. Wenn Korruption vorherrscht, erstickt sie Innovation und fairen Wettbewerb. Es ist entmutigend zu sehen, wie das Vertrauen in Unternehmen und Institutionen untergräbt. Unbedingt. Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Korruption ist die Förderung der Transparenz. Ja, Transparenz kann dazu beitragen, Einzelpersonen für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist auch wichtig, eine Kultur zu schaffen, in der ethisches Verhalten geschätzt und belohnt wird. Ich stimme zu. Aufklärung und Sensibilisierung für die Auswirkungen von Korruption sind von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns weitere Strategien erörtern, wie wir zu ethischen Praktiken in unseren eigenen Bereichen beitragen können. Lektion 4: Kultureller Reichtum. Japan bietet wunderschöne Landschaften und ist gleichzeitig reich an Kultur und Geschichte. Unbedingt. Die Mischung aus natürlicher Schönheit und kulturellem Erbe ist wirklich faszinierend. Ja, von den ruhigen Gärten bis hin zu den beliebten Straßen der Stadt gibt es so viel zu entdecken. Ich finde es toll, dass jede Region ihre eigenen Traditionen und Feste zu erleben hat. Genau. Es ist faszinierend, etwas über die Bräuche zu erfahren, die über Jahrhunderte bewahrt wurden. Ich denke, der Besuch historischer Stätten kann unsere Wertschätzung für die Kultur noch weiter vertiefen. Definitiv. Jeder Ort erzählt eine Geschichte, die uns mit der Vergangenheit verbindet. Ich kann es kaum erwarten, in die lokalen Bräuche einzutauchen und authentische japanische Küche zu probieren. Ich auch. Lassen Sie uns eine Reise planen, um alles zu erleben, was Japan zu bieten hat. Lektion 5: Persönliche Freiheit. Als Individuen stützen wir unseren Glauben immer noch auf persönliche Freiheit und andere Menschenrechte.
Unbedingt. Diese Prinzipien sind grundlegend für eine faire und gerechte Gesellschaft. Ja, sie befähigen Menschen, sich auszudrücken und ihren eigenen Lebensweg einzuschlagen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, diese Rechte für alle zu schützen, unabhängig von ihrem Hintergrund. Genau. Die Wahrung der Menschenrechte fördert das Gefühl von Würde und Respekt unter den Menschen. Und es fördert die Vielfalt, sodass unterschiedliche Stimmen gehört und geschätzt werden können. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir uns in unseren Gemeinden für diese Rechte einsetzen können. Ich freue mich darauf, herauszufinden, wie wir gemeinsam etwas Positives bewirken können. Ja, es ist wichtig, dass wir für das einstehen, woran wir glauben. Lektion 6. Historische Einblicke. Mit dem Schwert gezeichnet, wie schon vor 3000 Jahren gesagt wurde, so muss es immer noch sein. Das ist eine starke Aussage. Es spiegelt die Dauerhaftigkeit von Konflikten und Kämpfen wider. Ja, im Laufe der Geschichte hat das Schwert Macht, Autorität und manchmal auch Unterdrückung symbolisiert. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie Artefakte Geschichten vergangener Zivilisationen erzählen können. Ich denke, es ist wichtig, diese historischen Zusammenhänge zu studieren, um unsere Gegenwart zu verstehen. Ja, das Lernen aus der Vergangenheit kann uns dabei helfen, bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Lassen Sie uns mehr über diese historischen Narrative und ihre heutigen Implikationen erfahren. Tolle Idee! Das Eintauchen in die Geschichte kann wertvolle Einblicke in das menschliche Verhalten liefern. Ich bin gespannt, wie sich diese Lehren aus der Geschichte auf unser heutiges Leben auswirken können. Lektion 7. Köstliche Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten, mich einzuarbeiten. Das Essen sieht absolut köstlich aus. Ich auch. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, in diesem Restaurant zu bestellen. Alles klingt fantastisch. Ja, ich habe großartige Dinge über Ihre Spezialitäten gehört und die Präsentation ist atemberaubend. Das ist es wirklich. Es ist immer aufregend, neue Gerichte auszuprobieren, die wir noch nie zuvor gegessen haben. Ich stimme zu. Das Erkunden verschiedener Küchen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen beim Essen im Freien. Außerdem macht das gemeinsame Essen das Erlebnis noch angenehmer. Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu verbinden und gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns jeden Bissen genießen und die Aromen in vollen Zügen genießen. Ja, auf ein fantastisches Essen und einen wunderbaren Abend. Lektion 8. Fitnesseinrichtungen. Leider bieten wir im Fitnessstudio des Hotels keine Fitnesskurse an. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber ich bin mir sicher, dass wir Alternativen in der Nähe finden können. Ja, viele lokale Fitnessstudios bieten Tageskarten an, was eine gute Option sein könnte. Das ist wahr. Es wäre schön, meine Trainingsroutine auch auf Reisen einzuhalten. Unbedingt. Aktiv zu bleiben kann uns helfen, uns energiegeladen und bereit zu fühlen, Neues zu entdecken. Außerdem können einige Outdoor-Aktivitäten wie Joggen oder Wandern auch ein großartiges Training sein. Ja, beim Training die frische Luft zu genießen, ist immer ein Bonus. Schauen wir uns einige nahegelegene Parks oder Wanderwege an, wenn wir Zeit haben. Tolle Idee. Neue Orte zu erkunden und dabei fit zu bleiben, klingt nach dem perfekten Plan. Lektion 9. Reservierung des Abendessens. Leute, unsere Reservierung für das Abendessen ist verloren gegangen. Was sollen wir jetzt tun? Das ist bedauerlich. Bleiben wir ruhig und schauen, ob wir einen anderen Ort zum Essen finden. Ja, wir können das Restaurant trotzdem fragen, ob sie uns beherbergen können. Das ist eine gute Idee. Manchmal passen sie uns rein, auch wenn wir etwas warten müssen.
Genau. Wenn nicht, können wir jederzeit in Restaurants in der Nähe nach einer Ersatzoption suchen. Ja, es gibt viele tolle Orte in der Umgebung. Wir müssen nur flexibel sein. Lassen Sie uns schnell die Bewertungen überprüfen, um einen guten Ort zu finden, an dem Sie ein gutes Essen genießen Toller können. Plan. Ich bin sicher, wir werden etwas Leckeres finden, um unseren Hunger zu stillen. Auf ein spontanes Dinnerabenteuer. Lektion 10. Erkundung der Natur. Wir hielten an und schauten uns die Frühlingswildblumen an. Sie waren so lebendig und wunderschön. Ja, es war ein herrlicher Anblick. Die Natur hat eine Art, unsere Stimmung zu heben, nicht wahr? Unbedingt. Die Farben und Düfte der Blumen waren einfach bezaubernd. Und die Tatsache, dass wir über einen Bach geklettert sind, indem wir auf den Steinen gelaufen sind, hat es noch mehr Spaß gemacht. Ja, es fühlte sich abenteuerlich an und trug zur Aufregung unserer Wanderung Ich liebe bei. es, die Natur auf diese Weise zu erkunden. Es ist so eine erfrischende Flucht aus dem Alltag. Definitiv. Jeder Schritt bringt neue Entdeckungen und Momente zum Genießen. Machen wir es zur Tradition, gemeinsam mehr natürliche Orte zu erkunden. Ich bin voll dabei. Auf viele weitere Abenteuer in der freien Natur. Lektion 11. Ansichten des Präsidenten. Eine leuchtende Stadt ist vielleicht alles, was der Präsident vom Portikus des Weißen Hauses aussieht. Das ist ein wunderschönes Bild. Das muss jeden Tag ein toller Anblick sein. Ja, und von der Veranda seiner Ranch aus kann er eine andere Art von Schönheit erleben. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Perspektiven die Vision einer Führungskraft für das Land beeinflussen können. Unbedingt. Der Kontrast zwischen der geschäftigen Stadt und der ruhigen Landschaft ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ansichten viele Entscheidungen und Überlegungen zum Thema Führung inspirieren. Genau. Für Führungskräfte ist es wichtig, sowohl die städtischen als auch die ländlichen Erfahrungen zu verstehen. Ja, dieses Bewusstsein zu haben, kann zu einer ausgewogeneren Politik für alle führen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die Umwelt die Perspektiven in unserem eigenen Leben beeinflusst. Lektion 12. Entspannung bei Haustieren. Das ist eine nette Geste. Unsere Haustiere werden es zu schätzen wissen, einen Ort zum Entspannen zu haben. Unbedingt. Eine gemütliche Ecke für sie zu schaffen zeigt, wie wichtig uns das ist. Ich finde es toll, wie kleine Anpassungen in unserem Zuhause ihren Komfort und ihr Glück verbessern können. Ja, Haustiere gedeihen in Umgebungen, in denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Es ist erstaunlich, wie ein weiches Bett oder eine warme Decke einen solchen Unterschied machen können. Ich stimme voll und ganz zu. Für ihr Wohlbefinden ist es wichtig, einen Raum zum Entspannen zu haben. Stellen wir auch sicher, dass einige Spielzeuge dabei sind, um sie zu unterhalten. Tolle Idee! Ihre Gedanken einzubeziehen ist genauso wichtig wie ihnen einen bequemen Ort zu bieten. Ich denke, wir sollten Ihren Bereich gemeinsam einrichten. Es könnte ein lustiges Projekt werden. Lektion 13. Immersive Erlebnisse. Oh, ich habe schon einmal versucht und es fühlte sich an, als wäre ich in einer ganz anderen Welt. Das klingt unglaublich. Was für ein immersives Erlebnis hattest du? Es war ein Virtual Reality Abenteuer, das mich in eine atemberaubende Fantasy-Landschaft entführte. Beeindruckend. Ich wollte schon immer VR ausprobieren. Es muss so fesselnd und echt sein. Das ist es wirklich. Die Technologie lässt sie ihre Umgebung vergessen und das Gefühl haben, dort zu sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend es wäre, solche neuen Welten zu erkunden. Ja, es war wie Teil eines Films zu sein und ich habe jeden Moment davon geliebt. Lass uns ein VR-Erlebnis finden, das wir zusammen ausprobieren können.
Ich denke, es wird so viel Spaß machen. Das fände ich toll. Gemeinsam neue Realität zu erkunden, klingt nach einem Abenteuer, das darauf wartet, geschehen zu können. Lektion 14. Graces Aktivitäten. Grace geht später schwimmen. Sie freut sich riesig darauf. Das klingt wunderbar. Schwimmen ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Spaß zu haben. Ja, danach wird sie auch Brettspiele mit ihren Freunden spielen. Das klingt nach einer perfekten Kombination aus Bewegung und Entspannung. Genau. Es ist schön, eine Vielzahl von Aktivitäten zu haben, die man mit Freunden genießen kann. Ich liebe es, sie so glücklich zu sehen. Kontakte zu knüpfen steigert ihre Stimmung wirklich. Ja, es ist wichtig für Sie, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen körperlicher Aktivität und Freizeit zu haben. Ich stimme voll und ganz zu. Lass uns bald einen Spieleabend planen. Es wäre toll, an dem Spaß teilzunehmen. Ich bin dabei. Ich denke, es wird eine fantastische Art sein, Zeit miteinander zu verbringen. Lektion 15. Frische Zutaten. Ich wähle frische und saisonale, sie schmecken tendenziell besser. Unbedingt. Frische Zutaten machen beim Kochen den Unterschied. Ja, sie haben einen reichhaltigeren Geschmack und eine bessere Textur als Produkte außerhalb der Saison. Ich stimme voll und ganz zu. Außerdem unterstützt der Kauf vor Ort die Landwirte und reduziert unseren CO2-Fußabdruck. Genau. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für unsere Geschmacksknospen als auch für die Community. Ich denke, wir sollten dieses Wochenende den Bauernmarkt besuchen, um uns mit frischen Zutaten einzudecken. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich liebe es, die verschiedenen Stände und Optionen zu erkunden. Ja, und es ist ein lustiger Ausflug, Zeit miteinander zu verbringen und gleichzeitig leckeres Essen einzukaufen. Lass Sie uns eine Liste mit dem erstellen, was wir erhalten möchten, um sicherzustellen, dass wir nichts verpassen. Lektion 16. Kundenservice-Standards. Die Richtlinie besagt, dass jeder Mitarbeiter jeden Kunden begrüßen sollte, der sich in einem Umkreis von 10 Fuß von ihm befindet. Das ist ein großartiger Standard. Es schafft eine einladende Atmosphäre für alle, die eintreten. Ja, es unterstreicht die Bedeutung des Kundendienstes für den Aufbau von Beziehungen. Ich stimme voll und ganz zu. Eine freundliche Begrüßung kann sich positiv auf das gesamte Erlebnis auswirken. Es ist wichtig, dass sich die Kunden vom ersten Moment an geschätzt fühlen. Unbedingt. Dieser Ansatz kann zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und Loyalität führen. Ich denke, die Umsetzung dieser Richtlinie kann das gesamte Einkaufserlebnis wirklich verbessern. Ja, und es ermutigt die Mitarbeiter, mehr mit Kunden in Kontakt zu treten. Lassen Sie uns besprechen, wie wir diese Art von Service in unserer eigenen Arbeitsumgebung fördern können. Lektion 17. Kanadische Sportgeschichte. Der berühmteste kanadische Athlet der Zeit war Ned Hanlon, geboren 1855 und bis 1908 aktiv. Das ist interessant. Ich habe von ihm gehört. Er hat bedeutende Beiträge zum Baseball geleistet. Ja, er war ein bemerkenswerter Spieler und leitete während seiner Karriere sogar mehrere Teams. Es ist erstaunlich, wie er den Sport in Kanada mitgeprägt und ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Genau. Seine Leistungen inspirierten viele zukünftige Generationen von Sportlern. Ich liebe es, etwas über historische Persönlichkeiten im Sport zu lernen. Sie haben oft faszinierende Geschichten. Ja, und ihre Wirkung ist in den Sportarten, die wir heute genießen, immer noch spürbar. Lassen Sie uns tiefer in die kanadische Sportgeschichte eintauchen. Es gibt so viel zu entdecken. Das fände ich toll. Es ist wichtig und bereichernd, unser sportliches Erbe zu verstehen. Lektion 18. Pläne erstellen.
Ich gehe nur für alle Fälle, aber ich denke, es ist besser, vorbereitet zu sein. Einverstanden. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren und die notwendigen Vorkehrungen im Voraus treffen. Ja, die Planung wird dazu beitragen, dass alles reibungslos abläuft und wir nichts verpassen. Genau. Ein klarer Plan macht es einfacher, das Erlebnis zu genießen. Ich denke, wir sollten auch besprechen, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Das ist eine tolle Idee. Wenn wir uns Ziele setzen, bleiben wir konzentriert und motiviert. Lassen Sie uns unsere Ziele und alle spezifischen Aktivitäten aufschreiben, die wir einbeziehen möchten. Ja, auf diese Weise können wir unsere Fortschritte messen und unsere Erfolge feiern. Darüber freue ich mich. Ein gut organisierter Ansatz wird es zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 19. Techniken der Fotografie. Das ist beeindruckend. Bearbeitest du deine Fotos oder behältst du sie natürlich? Normalerweise bearbeite ich sie ein wenig, um die Farben und die Beleuchtung zu verbessern, aber ich bevorzuge einen natürlichen Look. Ich verstehe das vollkommen. Es ist schön, die Authentizität des festgehaltenen Moments zu bewahren. Genau. Ich möchte, dass meine Fotos die wahre Schönheit dessen widerspiegeln, was ich erlebt habe. Die Bearbeitung kann ein großartiges Werkzeug sein, aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Ja, dieses Gleichgewicht zu finden, ist entscheidend, um die Essenz des Originalbildes beizubehalten. Ich denke, durch Ihren Ansatz fühlt sich Ihre Fotografie authentischer und nachvollziehbarer an. Danke. Ich genieße es, meine Perspektive auf natürliche Weise durch meine Linse zu teilen. Lass uns bald einen Fototag planen. Ich würde gerne einige deiner Techniken lernen. Lektion 20. Partyzeit. Natürlich. Wenn der Fernseher nicht repariert werden kann, stellen wir Ihnen einen Ersatz zur Verfügung. Das ist beruhigend zu hören. Es ist toll zu wissen, dass Sie den Kundenservice ernst nehmen. Unbedingt. Wir möchten sicherstellen, dass jeder seine Erfahrung problemlos genießt. Das weiß ich zu schätzen. Es macht einen großen Unterschied zu wissen, dass es eine Lösung gibt, falls etwas schief geht. Ja, und wir glauben an schnelle Lösungen, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Das ist der richtige Ansatz. Es zeigt, dass Sie Ihre Kunden und Ihre Zeit schätzen. Genau. Stellen wir sicher, dass wir mit allen klar und deutlich über ihre Optionen kommunizieren. Ich helfe dabei. Unsere Kunden auf dem Laufenden zu halten, ist der Schlüssel zum Vertrauensaufbau. Gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder gut aufgehoben fühlt. Lektion 21. Brot einkaufen. Was ist mit Brot? Ja, wir brauchen ein Laib Vollkornbrot für unsere Mahlzeiten. Vollkorn ist eine gute Wahl. Es ist gesünder und enthält mehr Nährstoffe als Weißbrot. Genau. Außerdem hat es eine wunderbare Textur und einen wunderbaren Geschmack, der zu vielen Gerichten passt. Ich finde es toll, wie es Sandwiches und Toasts ein herzhaftes Element verleiht. Ja, und es ist perfekt zum Frühstück mit etwas Avocado oder Erdnussbutter. Unbedingt. Stellen wir sicher, dass wir ein frisches Brot aus der Bäckereiabteilung holen. Gute Idee. Frisches Brot schmeckt immer besser und bereichert unsere Mahlzeiten. Ich kann mir die knusprige Kruste und das weiche Innere schon vorstellen. Es ist einfach köstlich. Lass uns in den Laden gehen und alles abholen, was wir für die Woche brauchen. Lektion 22. Spaß am Backen. Ich kann die knusprige Kruste schon schmecken. Sie ist meiner Meinung nach der beste Teil. Ich stimme voll und ganz zu. Eine gute Kruste kann über den Erfolg oder den Zerfall eines Brotes entscheiden. Ja, dieser sättigende Crunch, wenn man hineinbeißt, ist einfach unwiderstehlich. Und der Duft von frisch gebackenem Brot,
das durch die Küche weht, ist himmlisch. Unbedingt. Es schafft eine so warme und einladende Atmosphäre. Ich liebe es, mit verschiedenen Rezepten zu experimentieren, um zu sehen, wie die Kruste aussieht. Das ist der lustige Teil. Jeder Versuch bringt seine eigenen einzigartigen Ergebnisse. Ja, und es ist aufregend, die köstlichen Ergebnisse mit Freunden und Familie zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, zusammen zu backen und köstliche Leckereien zuzubereiten. Lektion 23. Gemütliche Unterkünfte. Die Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten ist beeindruckend. Definitiv. Sissi de Haven verfügt über gemütliche Gästezimmer, die einladend und komfortabel aussehen. Ja, ich liebe die Idee, irgendwo mit Blick auf den Ozean zu übernachten. Es ist perfekt zum Entspannen und das Geräusch der Wellen ist so beruhigend. Genau. Außerdem ermöglicht die Nähe zum Strand einen einfachen Zugang zu unterhaltsamen Aktivitäten. Ich kann mir schon vorstellen, den Morgenkaffee auf dem Balkon zu genießen und dabei den Sonnenaufgang zu beobachten. Das klingt herrlich. Stellen wir sicher, dass wir unseren Aufenthalt so schnell wie möglich buchen. Unbedingt. Ein gemütlicher Ort zum Entspannen wird unsere Reise noch angenehmer machen. Ich freue mich auf den perfekten Kurzurlaub voller Entspannung und Abenteuer. Lektion 24. Tropische Fische. Ich sah Fische im Aquarium herumschwimmen. Die Farben waren so lebendig. Das Mädchen, das dort arbeitete, sagte, es seien tropische Fische und sie sahen umwerfend aus. Unbedingt. Tropische Fische sind bekannt für ihre leuchtenden Farben und einzigartigen Muster. Ja, jede Art hat ihren eigenen Reiz, was ihre Beobachtung so faszinierend macht. Ich könnte Stunden damit verbringen, sie einfach durchs Wasser gleiten zu sehen. Ich auch. Es ist wie eine Miniatur-Unterwasserwelt voller Leben und Schönheit. Ich denke, wir sollten zusammen ein Aquarium besuchen. Es wäre eine lustige Erfahrung. Das fände ich toll. Die Erkundung der Unterwasserwelt ist immer ein aufregendes Abenteuer. Plane wir unseren Besuch bald, damit wir die Wunder des Ozeans genießen können. Lektion 25. Vorteile des Malens. Wie hat dir das Malen bisher geholfen? Es hilft mir, mich nach einem langen Tag zu entspannen und zu erholen, was ich unglaublich wertvoll finde. Das ist wunderbar. Kreative Möglichkeiten wie Malen können therapeutisch sein. Genau. Es ermöglicht mir, meine Gefühle und Gedanken visuell auszudrücken. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich vom Alltagsstress zu lösen. Ja, das Eintauchen in Farben und Pinselstriche macht mir Freude. Ich kann sehen, wie es für dich zu einem beruhigenden Ritual wird. Unbedingt. Jede Sitzung fühlt sich für meinen Geist wie ein Kurzurlaub an. Nehmen wir uns Zeit, um gemeinsam zu malen. Es könnte eine unterhaltsame Art sein, Kontakte zu knüpfen und zu kreieren. Lektion 26. Dedizierter Arbeitsbereich. Es ist wichtig, zu Hause einen eigenen Arbeitsbereich einzurichten. Unbedingt. Ein bestimmter Bereich hilft, den Fokus und die Produktivität zu verbessern. Ja, es setzt eine klare Grenze zwischen Beruf und Privatleben, was unerlässlich ist. Ich habe vor, eine Ecke meines Zimmers speziell für arbeitsbezogene Aufgaben auszuweisen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ein gut organisierter Raum kann Kreativität anregen. Genau. Ich füge ein paar persönliche Details hinzu, um es einladend und komfortabel zu gestalten. Ich denke, ich werde das Gleiche tun. Eine angenehme Umgebung macht einen großen Unterschied. Ja, ermutigen wir uns gegenseitig, unsere Räume zu pflegen und sie übersichtlich zu halten.
Ich freue mich zu sehen, wie unsere speziellen Arbeitsplätze unsere Produktivität steigern. Lektion 27. Minimalistisches Design. Das klingt ansprechend. Was sind einige Schlüsselelemente minimalistischer Designs? Nun, Minimalismus betont Einfachheit und Funktionalität und verwendet oft neutrale Farben. Ja, ich liebe es, wie es eine ruhige und aufgeräumte Atmosphäre schafft. Genau. Minimalistische Räume zeichnen sich oft durch klare Linien und offene Räume aus, die sich einladend anfühlen. Ich schätze, dass diese Designphilosophie zu weniger Ablenkungen in unserer Umgebung führt. Ja, es ermöglicht uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, ohne unnötige Unordnung. Ich denke, es könnte erfrischend sein, einige minimalistische Elemente in unsere Häuser zu integrieren. Unbedingt. Lassen Sie uns nach Ideen suchen, um eine minimalistischere Atmosphäre in unseren Räumen zu schaffen. Ich freue mich darauf, es zu vereinfachen und zu entrumpeln. Das wird einen großen Unterschied machen. Lektion 28. Deine Kunstreise. Hast du schon eines deiner Bilder fertiggestellt? Nein, noch nicht. Ich baue immer noch meine Fähigkeiten aus und experimentiere mit verschiedenen Techniken. Das ist völlig in Ordnung. Die Reise des Lernens ist genauso wichtig wie das letzte Stück. Genau. Jedes Bild ist eine Gelegenheit, zu wachsen und mich kreativ auszudrücken. Ich bewundere Ihr Engagement für Verbesserungen. Es zeigt Ihre Leidenschaft für Kunst. Danke. Ich glaube, dass das Üben zu Fortschritt und schließlich zur Meisterschaft führen wird. Nehmen wir uns etwas Zeit, um gemeinsam zu malen. Ich würde gerne sehen, wie sich Ihre Reise entwickelt. Das würde mir wirklich Spaß machen. Wenn Sie die Erfahrung teilen, wird es umso lohnender. Wir freuen uns darauf, uns gegenseitig bei unseren künstlerischen Bemühungen zu unterstützen. Lektion 290. Reisewünsche. Ich denke darüber nach, bald eine Reise in ein anderes Land zu unternehmen. Ja, eigentlich habe ich auch darüber nachgedacht. Reisen kann eine so bereichernde Erfahrung sein. Unbedingt. Es ist immer aufregend, neue Kulturen zu erkunden und verschiedene Menschen kennenzulernen. Ich stimme zu. Es öffnet unseren Geist und hilft uns, die Vielfalt der Welt zu schätzen. Haben Sie ein bestimmtes Reiseziel im Sinn, das Sie besuchen möchten? Ich tendiere zu einem Land mit einer reichen Geschichte und wunderschönen Landschaften. Das klingt perfekt. Lassen Sie uns einige Optionen untersuchen und unser Abenteuer gemeinsam planen. Ich bin voll dabei. Die Planung einer Reise kann genauso viel Spaß machen wie die Reise selbst. Ja, lassen Sie uns diese Reise zu etwas machen, auf das wir uns beide freuen. Lektion 30. Partypläne. Perfekt. Wie wäre es nächstes Wochenende um 19 Uhr? Das sollte für alle gut funktionieren. Hört sich gut an. Ich werde dafür sorgen, dass die Einladungen verschickt werden und alles organisiert wird. Großartig. Ein Wochenendabend ist perfekt, weil die Leute dazu neigen, entspannter und verfügbarer zu sein. Ja, und es ermöglicht allen, sich nach einer langen Arbeitswoche zu entspannen. Sollten wir einige Aktivitäten planen, um alle den ganzen Abend über zu unterhalten? Unbedingt. Vielleicht könnten ein paar Spiele oder eine lustige Quizsitzung die Dinge beleben. Ich liebe diese Idee. Es ist immer schön, spannende Aktivitäten zu haben, um Menschen zusammenzubringen. Ja, und wir sollten auch über Snacks und Getränke nachdenken, um alle zu erfrischen. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir vorbereiten müssen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Lektion 31. Komfort für Haustiere. Das ist eine nette Geste. Unsere Haustiere werden es zu schätzen wissen, einen Ort zum Entspannen zu haben. Unbedingt.
Die Schaffung einer gemütlichen Ecke für sie zeigt, wie sehr wir uns um ihren Komfort kümmern. Ich finde es toll, wie eine kleine Anpassung wie diese ihr Glück und ihr Wohlbefinden steigern kann. Ja, Haustiere gedeihen in Umgebungen, in denen sie sich sicher und entspannt fühlen. Es ist erstaunlich, wie ein weiches Bett oder eine warme Decke einen solchen Unterschied machen können. Ich stimme voll und ganz zu. Ihnen einen sicheren Raum zu bieten, ist für ihre Gesundheit unerlässlich. Lassen Sie uns auch darüber nachdenken, einige Spielzeuge einzubauen, um sie zu unterhalten. Das ist eine tolle Idee. Ihren Geist aktiv zu halten ist genauso wichtig wie Ihr Komfort. Ich denke, wir sollten diesen Bereich gemeinsam einrichten. Es könnte ein lustiges Projekt für uns sein. Lektion 32. Immersive Erlebnisse. Oh, ich habe es schon einmal versucht und es fühlte sich an, als wäre ich in einer ganz anderen Welt. Das klingt unglaublich. Was für ein immersives Erlebnis hattest du? Es war ein Virtual Reality-Abenteuer, das mich in eine fantastische Landschaft voller Wunder entführte. Beeindruckend. Ich wollte schon immer VR ausprobieren. Es muss so fesselnd und realistisch sein. Das ist es wirklich. Die Technologie lässt ihre Umgebung vergessen und das Gefühl haben, wirklich da zu sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend es wäre, auf diese Weise neue Welten zu erkunden. Ja, es war wie Teil eines Films zu sein und ich habe jeden Moment davon geliebt. Lass uns ein VR-Erlebnis finden, das wir zusammen ausprobieren können. Ich denke, es wird so viel Spaß machen. Das finde ich toll. Gemeinsam neue Realitäten zu erkunden, klingt nach einem Abenteuer, das darauf wartet, geschehen zu können. Lektion 33. Krankenschwestern organisieren. Wussten Sie, dass Russell die Regierung gezwungen hat, das Angebot von Florence Nightingale anzunehmen, Krankenschwestern für Reisen auf die Krim zu organisieren? Ja, darüber habe ich gelesen. Es ist bemerkenswert, wie ihre Entschlossenheit den Kurs der Krankenpflege und des Gesundheitswesens während des Krieges verändert hat. Unbedingt. Ihre Bemühungen verbesserten nicht nur die Bedingungen für Soldaten, sondern etablierten auch die Krankenpflege zu einem angesehenen Beruf. Ich stimme voll und ganz zu. Florence war ihrer Zeit voraus und betonte die Bedeutung ausgebildeter Krankenschwestern in der medizinischen Versorgung. Genau. Ihre Arbeit legte den Grundstein für moderne Pflegepraktiken und Ausbildung. Es ist inspirierend zu sehen, wie das Engagement einer Person für Dienstleistungen zu erheblichen Veränderungen in der Gesellschaft führen kann. Ganz gewiss. Ihr Vermächtnis beeinflusst auch heute noch medizinisches Fachpersonal. Ich finde es toll, wie ihre Geschichte uns ermutigt, uns auch unter schwierigen Umständen für das einzusetzen, woran wir glauben. Definitiv. Lasst uns Ihre Beiträge würdigen, indem wir Gesundheitsinitiativen unserer Gemeinde unterstützen. Lektion 34. Einkaufsideen. Mir gefällt die Idee. Kennen Sie Geschäfte, die eine große Auswahl an Artikeln haben? Ja, es gibt ein paar großartige Geschäfte in der Stadt, die eine Vielzahl von Optionen anbieten, von Kleidung bis hin zu Haushaltswaren. Das klingt perfekt. Ich liebe es einzukaufen, wo ich alles, was ich brauche, an einem Ort finde. Ich auch. Das spart so viel Zeit und macht das Erlebnis noch angenehmer. Genau. Außerdem macht es immer Spaß, verschiedene Abschnitte zu erkunden und neue Gegenstände zu entdecken. Unbedingt. Manchmal findest du unerwartete Schätze, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie brauchst. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen möchten und einen Einkaufstag planen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam finden können. Ich auch. In guter Gesellschaft macht Einkaufen immer mehr Spaß.